Als allererstes schauen wir uns erstmal die Verpackung genauer an. Ja, man erkennt schon hier an der Oberseite, zum einen ist es ein helles Türkisblau. Daran erkennt ihr eigentlich das Lenkrad schon von weitem, oder die Schachtel natürlich. Und es ist das neue Logitech-Logo mit drauf. Eben, das ist ein neuer Schriftzug und das neue G. Weil vorher gab es auch diesen Buchstaben, aber das sah anders aus und das ist auf dem Lenkrad eben auch drauf. Wir haben hier natürlich G29 Driving Force Racing Wheel for PlayStation 4 und PlayStation 3. Das ist ganz interessant, es ist nämlich für die PS4 und für die PS3. Und was nicht drauf steht, das ist ganz komisch, es funktioniert auch am PC, ganz normal. Wir schauen mal hier drauf. Ja, hier ist nochmal das Wheel zu sehen, das wir gleich auspacken, und die Pedale. Hier ist die Packung schon ein bisschen eingerissen, komisch. Irgendwas ist da drin, was dagegen stößt. Wir haben hier nochmal das Wheel seitlich von vorne. Und dann schauen wir mal auf die Rückseite, das ist vielleicht noch interessant, denn da stehen noch ein paar Sachen in 6 Sprachen insgesamt. Wir haben Force Feedback mit 2 Motoren, eine Spielsteuerung am Lenkrad, damit sind wohl die ganzen Tasten hier gemeint, einen 24-Punkt-Auswahlregler, das ist wohl diese rote Radkranz. Wir haben Drehzahl- und Schalt-LEDs, die sind hier oben, die sind, hoffentlich funktionieren die bei den Spielen. Ein nicht-lineares Bremspedal, das heißt, das Bremspedal ist stärkesensitiv, das schauen wir uns auch gleich an. Und wir haben echtes Leder- und Metallelemente, natürlich also Leder am Lenkrad und Metall an den Pedalen und an den Schaltwippen. Und wir haben eine sichere Befestigung, integrierte Befestigungsklammern nämlich. Die sehen wir hier unten. Das war eigentlich schon bei den alten Modellen so, also bei den Modellen vom G27 und vom G27 und G25 wollte ich sagen. Denn das ist ja quasi der Nachfolger des G25 und G27 Lenkrads, das ja auch schon am PC und an der PS3 ganz normal funktioniert hat. So. Und bevor wir uns jetzt noch länger mit der Schachtel beschäftigen, reißen wir es mal lieber besser auf, das ganze Ding. Denn dafür ist ja das Unboxing da. So, wir haben hier erstmal die Oberseite. Und wir haben hier drinnen nochmal eine Schachtel aus Wellpappe. Und darin ist schon mal einiges hübsch verpacktes Zeug. Zunächst mal die Anleitung. Die schaue ich mir gleich an. Das ist eine Kurzanleitung und wahrscheinlich die typischen Sicherheitsregeln und so weiter. Das schauen wir uns gleich an. Das lege ich mal zur Seite. Hier sehe ich schon das Netzteil. Okay, das machen wir auch gleich. Ich packe das Ganze jetzt einfach mal kurz aus und packe diese Schachtel weg, weil die frisst hier komplett den ganzen Platz hier. Also ich ziehe jetzt einfach mal die Pedale heraus. So, die sehen auch schon mal sehr, sehr schick aus. Und die sind auch sehr, sehr schwer. Und jetzt kommen wir hoffentlich zum Wichtigsten, nämlich dem Lenkrad. So, das ist auch hier schön verpackt. Ich muss das jetzt auch mal zur Seite stellen. So. Und das war's. Sehr hübsche Schachtel, eigentlich innen schwarz ausgekleidet. Hier ist sonst nichts mehr drin. Das heißt, das Ding packen wir schon mal weg, beziehungsweise zur Seite. So, jetzt kommen wir zum Eingemachten. So. Wir fangen einfach mit dem Unwichtigsten an, nämlich wir haben hier einmal ein Netzgerät. Ein Netzgerät einfach, weil das Lenkrad muss ja mit Strom versorgt werden, schließlich hat das ja auch Force-Feedback-Effekte und das wollt ihr natürlich alles spüren, was da vor sich geht. Netzteil und Stromkabel, das ist nichts Besonderes. Wir machen fast die Pedale, würde ich sagen, einfach so. So, wir reißen wir befreien die Pedale mal aus der Plastikverpackung. So, die Pedale, die sind ganz schön schwer, diese Jungs, muss ich echt sagen. Also, wir haben hier eine riesige Plattform, wo die Pedale drauf Platz haben. Das Ding ist auch extrem rutschfest, sehe ich gerade. Das liegt auch, hier sind viele Gumminoppen. Das ist natürlich auch sehr gut, sehe ich gerade.
Es hat einen ausfahrbare Nagelbrett, würde ich fast sagen. Es sind hier lauter kleine Keile bzw. Spitzen hier drin. Damit verhakt sich das Ganze super in eurem Teppich. Das heißt, die Pedale rutschen euch nicht weg und bleiben, wo sie sind. Und die kann man eben rausfahren. Und das war eigentlich damals auf dem G27 auch schon so. Ist schön, dass Logitech hier dasselbe wieder gemacht hat. Grundsätzlich die Pedale, die sehen mir auch ein bisschen aus wie vom Vorgänger, eben vom G27. Sie sind aber, glaube ich, komplett neu designt. Also das Ganze sieht mir hier ein bisschen verändert aus. Auch das neue Logo drauf. Das Ganze hier ist übrigens Plastik, allerdings innen drin, glaube ich, ist nochmal Metall, weil das Ding ist richtig schwer. Das wiegt ein paar Kilo. Und ja, wir haben natürlich 3 Pedale. Anders als jetzt zum Beispiel bei Thrustmaster, da hatten wir nur 2 Pedale. Und klar, 3 Pedale, einmal die Kupplung, die Bremse und das Gaspedal. Und ich merke schon, bei der Bremse, die geht richtig, richtig streng. Also das Gaspedal geht ganz normal, ist man gewohnt, aber das Bremspedal, da braucht man schon Kraft, um das komplett durchzudrücken. Und das macht natürlich Sinn, weil bei einem echten Auto ist das ja genauso. Und ich bin richtig gespannt, wie gut das funktioniert bei den Rennspielen, die wir hoffentlich nachher noch testen werden. Die Kupplung ist dagegen ganz normal, die ist ein bisschen strenger als das Gaspedal, ja, ein bisschen mehr, aber lässt sich ganz normal durchdrücken, eigentlich so wie man das von Autos oder vom eigenen Auto gewohnt ist. So, Moment, da sehe ich noch was. Hier ist noch ein Anschluss. Natürlich, damit schließt ihr das am Lenkrad an. Das ist ein 9-poliger Anschluss, der hoffentlich am Lenkrad passt. Den schließen wir hoffentlich gleich nachher noch an. Jetzt schaue ich mir das Lenkrad an. Ich bin so gespannt auf das Lenkrad, deswegen muss ich jetzt das endlich mal anschauen. So, das Lenkrad auf den ersten Blick wirkt es erstmal sehr, sehr wertig. Es ist ein bisschen leichter als die Pedale, aber das ist ja egal. Also das Lenkrad ganz typisch, es hat einfach einen Radkranz mit allerlei Tasten, dann Schaltwippen an der Rückseite des Lenkrads und natürlich die Basis, die Lenkradbasis, wo eben die Force-Feedback-Motoren drin sind, in dem Fall 2 Stück sogar. Und das Interessante ist an dieser Basis, ich weiß nicht, ob man das jetzt so wirklich sehen kann, diese Lenkradbasis hier, die sieht mir aus fast wie das vom G25 und G27. Ein bisschen anders, glaube ich, designt, abgesehen vom Logo. Aber grundsätzlich kommt mir das sehr bekannt vor. Was wir jetzt hier noch haben, das ist auch noch ganz interessant. Das sind diese komischen Noppen Drehknöpfe, die kann man ausfahren und mit denen könnt ihr die Tischbefestigung herausfahren und wieder festzurren. Ich schaue mal, wie weit das rausgeht. Mehr geht da nicht. Das sind ungefähr 2,5 cm, also viel dicker darf euer Tisch nicht sein. Und damit könnt ihr eben das am Tisch befestigen. Und zwar ziemlich sicher, weil das war eigentlich, dieselbe Mechanik war im Vorgänger auch schon so. Und das heißt, das sitzt, glaube ich, schon wieder mal bombenfest. Wir haben die Rückseite, gehen wir gleich hier weiter. Hier haben wir das USB-Kabel. Ja, das ist ja auch Standard. Ich packe gleich mal das. Hält das hier? Nein, das hält hier nicht. Ich muss mal gucken, wie lange ungefähr das Kabel ist. Ich kann das jetzt gar nicht so sagen. Das ist ein bisschen knapp. Ich schätze, das sind 2 Meter. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht mehr. Also vielleicht braucht ihr da ein Verlängerungskabel. Könnte sein. Ist möglich. So, aber wir kommen nochmal zurück zur Unterseite. Das ist nämlich sehr schön gemacht. Nämlich, ihr könnt eure Kabel hier unten
wickeln und ihr könnt diese Kabel auch in Kabelkanälen extra herausführen an der Unterseite des Lenkrads. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Das war beim letzten Mal auch, oder beim Vorgängermodell auch schon so. Und das Schöne ist, jetzt kommt eben endlich mal, kommen auch die Pedale ins Spiel. So, die Pedale, das Kabel ist, würde ich sagen, auch ungefähr 2 Meter, vielleicht ein bisschen mehr. Aber das reicht ja aus, weil die Pedale sind ja nicht weit vom Lenkrad entfernt. Der Anschluss für die Pedale das ist auch im Lenkrad drin. Und zwar hier, sieht man das an der Innenseite, gibt es eine Buchse. Und bevor ich das jetzt noch installiere, sehe ich gerade noch, hier ist wieder das Wachenschild. Das gab es beim alten Modell auch schon. Und zwar, das zeigt, ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann, das zeigt ein kleines Kind, das in das Lenkrad greift. Und das ist durchgestrichen, das heißt, ja, es ist quasi nichts für Kinder, einfach deswegen, weil an dem Lenkrad gewisse, Lenkkräfte herrschen, wenn ihr das angeschlossen habt. Und das kann euch im blödesten Fall das Ganze aus der Hand reißen. So. Und das Schöne ist, man kann das Kabel hier schön rumwickeln und herausführen. Das ist sehr, sehr vorbildlich gemacht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich schraube jetzt das mal ein bisschen wieder zusammen. So. Und wenn ihr schon dabei seid, ich schließe das jetzt einfach auch mal am Stromkabel noch an, damit ihr das auch noch seht. Denn wie gesagt, das Lenkrad braucht trotz USB-Anschluss auch noch eine eigene Stromversorgung, weil es eben zu viel Strom braucht. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung, wo sich das befindet. Das war normalerweise vorher an der Außenseite tatsächlich. Also das ist auch an der Innenseite. Haha. Gut, da muss man genau hinschauen, das sieht man gar nicht. Neben dem Anschluss hier ist auch der Stromstecker, den ihr innen reinsetzen könnt. Und wir führen das auch wieder hier außen rum. So. Und führen das in diesen Kabelkanälen wieder vorschriftsmäßig nach außen. Und das Schöne ist an diesen Kabelkanälen, dann ist das hier schön glatt und ihr könnt es auch auf den Tisch stellen, ohne dass ein Kabel gequetscht wird. Und diese Kabel werden hier schön herausgeführt. So. Ich schiebe das mal ein bisschen weg. So. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum interessantesten Teil, nämlich zum Lenkrad selbst. Aber bevor wir das machen, schaue ich noch ganz kurz hier in die Anleitung. Und davor schließe ich noch schnell hier das Stromkabel hier an. So. Dann haben wir die ganzen Kabel mal angeschlossen. Und wir kommen jetzt schnell zu diesen Sicherheitshinweisen. Die interessieren ja überhaupt keine alte Sau. Die sind einfach nur dabei, wo drin steht, ja Vorsicht, das Ding hat einen Stromstecker und kann euch mit einem Stromschlag töten oder was weiß ich, was da drin steht. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall Humbug. Dann haben wir Anleitung ist das übertrieben. Das ist ein kleines Blättchen, wo nur auf einer Seite ein paar Symbole drauf sind. Nämlich, was hier mitgeliefert ist, das Lenkrad, die Pedale und das Netzteil. Dann wird noch hier gezeigt, das hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen, hier wird gezeigt, wie ihr das anschließt und wo die Anschlüsse sind und wie ihr das eben an die Konsole anschließt, eben per USB. Das hätte ich mir vorher anschauen können, dann hätte ich mir ein bisschen Rätselei gespart, aber macht nichts. Hier wird noch erklärt, wie man das Ganze am Tisch befestigt, das habe ich aber euch schon gezeigt, eben mit diesen Haken an der Unterseite. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant. Wir kommen jetzt endlich mal zum Lenkrad, würde ich sagen. Denn ich muss sagen, das Lenkrad macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Einfach so schon mal. Das Ganze ist mit einem schicken Lederüberzug bezogen. Also quasi wie in einem echten Auto wirkt das, wenn ihr es anfasst, das wirkt wie in einem neuen Auto, das ihr gerade gekauft habt. Innen schön vernäht, rundum. Und an der Oberseite noch ein
blauer Metallring. Einfach deswegen, damit ihr seht, wie das Lenkrad gerade ausgerichtet ist, dass ihr auch geradeaus fahrt oder nicht. Das haben insbesondere viele Rennwagen so. Dann, hier haben wir in der Mitte, das kann man auch runterreißen, das ist noch ein unter einer Plastikfolie. Wir haben hier das offizielle PlayStation-Logo, das bedeutet, das ist ein offiziell lizenziertes Lenkrad für die PlayStation. Und wir haben viele Tasten. Wir fangen einfach mal an. Wir haben ein Steuerkreuz, das gehört natürlich dazu. Das ist typisch für ein Lenkrad. Es ist sehr schwammig. Das ist, ich verstehe es auch nicht. Das ist fast bei jedem Lenkrad sind die Steuerkreuze einfach Mist. Das ist jetzt hier scheinbar auch nicht anders. Aber egal, man braucht das ja nicht ständig. Hoffentlich. Naja, wir haben die Action-Tasten, natürlich die üblichen PlayStation-Tasten, die 4. Ganz normal, genau wie am Gamepad. Und wir haben die Schultertasten, nämlich L2, R2. Also zumindest die L2 und R2-Tasten, also die Schultertasten. Und wir haben die L3 und R3-Tasten, also die Tasten, die eigentlich auf den Sticks drauf liegen, am Pad. Denn die L1 und R1-Taste ist natürlich logisch, das sind nämlich die Schaltwippen hier hinten. Also in den Schaltwippen, die hört ihr auch schön, die klicken schön. Das ist L1 und R1 eben zum Schalten für Schaltvorgänge eben, dass ihr hoch und runter schalten könnt. Dann geht es gleich noch weiter. Wir haben hier unten den Share-Button und drunter den Option-Button und drunter den PlayStation-Button. Also eigentlich, wir haben alle Elemente von einem PS4-Pad hier mit dabei und noch mehr. Das ist nämlich eigentlich auch eine Besonderheit an dem Lenkrad. Wir haben hier eine Plus-Minus-Taste zusätzlich und wir haben diesen vorhin schon angesprochenen Drehknopf, den ihr herumdrehen könnt. Der rastet auch an eben, wie es vorhin hieß, an 24 Stellen ein, also er rastet immer wieder ein und ihr habt noch eine Taste, eine Return-Taste oder eine Bestätigungstaste, je nachdem. Die zwei Tasten, die haben auch eine gewisse Hintergrundgeschichte, sage ich mal, weil damals als Logitech das ein offizielles Lenkrad für Gran Turismo gemacht hat, ich bin mir nicht sicher zu welchem Teil, allerdings war eben der Vorschlag seitens wohl von Sony, dass man genau diese Tasten mit integriert, einfach deswegen, weil ihr in Gran Turismo während dem Fahren euer Tuning-Setup ändern könnt. Das heißt, ihr aktiviert praktisch das Menü, dreht im Menü, wählt aus, was ihr haben wollt und verändert die Werte mit Plus und Minus und bestätigt das dann. Und das könnt ihr während dem Fahren machen. Ich weiß jetzt nicht, welches Spiel das vielleicht auch noch unterstützt. Mal sehen, ich lasse mich da mal gerne überraschen. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es zusätzliche Tasten gibt. Ich hoffe vielleicht auch, dass per Update diese auch dann direkt noch unterstützt werden. So, wir kommen noch, es geht noch weiter. Wir haben noch einen weiteren Knopf. Und zwar, den sieht man jetzt hier ganz schlecht, glaube ich. Hier an der Oberseite des Lenkrads, da ist ein Umschalter. Und zwar steht da drauf PS3 und PS4. Das heißt, ihr müsst je nachdem, was ihr eben betreibt für ein Spiel oder welche Plattform, eben auf PS3 oder PS4 schalten. Sonst funktioniert das Lenkrad wohl nicht korrekt. So, dann das Lenkrad selbst. Das hat einen Lenkeinschlag von 900 Grad. Das heißt, ihr könnt das 2,5 Mal umdrehen. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Und Moment, doch, stimmt schon, ja, 360 Grad, 720 Grad und dann nochmal 180 Grad, das sind 900 Grad, ja, richtig, korrekt. Wir können es 2,5 Mal herumdrehen. Quasi einen Lenkeinschlag fast wie bei einem echten Auto quasi. Ja. Nur eben mit dem Unterschied, das Lenkrad ist natürlich nicht so groß wie in einem echten Auto, sondern natürlich kleiner. Der Radkranz ist jetzt ein bisschen sehr kompakt, aber grundsätzlich, so vom ersten Anfassen her, liegt das Ganze gut in der Hand. Und ich bin mal gespannt, denn in diesem Teil sollen ja 2 Force-Feedback-Motoren schlummern, die euch richtig fette Kräfte geben sollen bei den Rennspielen. Und wie gesagt, da bin ich mir jetzt mal sehr gespannt, wie das jetzt beim Ausprobieren auf der PS4 und natürlich auf dem PC funktioniert. Das war's erstmal vom Unboxing. Und als nächstes würde ich das Ganze natürlich sehr gerne an der PS4 ausprobieren. Also bleibt mal auf jeden Fall dran.
Und schon schwingen wir uns ins Cockpit mit Project Cars und dem brandneuen Lenkrad. Zunächst mal ein paar Worte zum Lenkrad und der Montage. Das seht ihr ja rechts unten. Und zwar habe ich das G29 direkt in meinem Playseats Rennsitz befestigt. Also das Lenkrad und die Pedale, wie ihr seht. Und das Praktische ist, ich konnte das gut anschrauben, einfach deswegen, weil es passende Bohrlöcher hat, beziehungsweise Schraubenlöcher, die genau passen für den Rennsitz. Das heißt, das ist kompatibel und da könnt ihr das Ganze bombenfest verschrauben. Im Hintergrund seht ihr noch, also im Hintergrund von dem Kamerabild seht ihr übrigens noch mein normales Lenkrad, das ich sonst benutze, nämlich das Thrustmaster T300 RS. Ihr könnt da auch noch erwarten, dass da noch ein Vergleichsvideo kommt dazu. Aber wir sind jetzt erstmal beim G29. Ja, was soll ich sagen? Es fährt sich sehr, sehr, sehr schön. Die Lenkbewegungen werden 1:1 umgesetzt. Das seht ihr ja hier eigentlich im Video. Vom virtuellen Lenkrad zum echten Lenkrad. Und ich musste die Pedale, das muss ich vielleicht noch sagen, die Pedale musste ich versetzt montieren, einfach deswegen, weil sonst das Bremspedal zu eng an der Mittelkonsole, also von dem Playseats Sitz war und ich konnte da schlecht hinkommen sonst. Aber gut, bei den neueren Playseats ist das Problem, glaube ich, nicht mehr, da ist das nämlich anders aufgebaut. Das eben nur bei meinem Modell hier, der ist nämlich hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, wo soll ich anfangen? Ja, wie gesagt, Lenkbewegungen werden 1:1 umgesetzt, ohne Verzögerung, genauso wie man es will. Ihr könnt schön geschmeidig um die Kufen fahren, ihr könnt Überholmanöver genauer dosieren, beziehungsweise genauer abstimmen. Das Force Feedback, das ist natürlich eines der entscheidenden Elemente. Grundsätzlich ist es so, Force Feedback sind im Grunde zwei wichtige Faktoren, die das bestimmen. Zum einen ist es die Dämpfung, das heißt, wie stark überträgt es die Lenkkräfte, das heißt, wie stark müsst ihr einlenken oder wie viel Kraft müsst ihr aufbringen, um einzulenken. Das ist fantastisch. Und natürlich das zweite sind Force Feedback Effekte, das heißt, wenn ihr über die Curbs fahrt beispielsweise oder gegen die Wand, kriegt ihr gewisse ruckartige Kraft entgegen, genauso wie in der Realität eben. Und das ist auch gerade beim Logitech G29 extrem ausgefeilt, beziehungsweise sehr, sehr krasser Effekt, der sich, das ganze Lenkrad schüttelt sich praktisch, wenn ihr solche Schläge beziehungsweise solche Effekte auslöst. Ja, während ich hier labere, bin ich jetzt schon beim zweiten Beispielkurs hier in Project Cars. Ich fahre hier mit einem Pagani Zonda über die Nordschleife herum und versuche eben, möglichst eine gute Zeit hinzukriegen. Und vor allen Dingen die Nordschleife, wer die schon mal gefahren hat, weiß es, die ist zum einen schlecht zu merken, einfach deswegen, weil es ein Riesenkurs ist und ja, er ist auch relativ rutschig, also ihr müsst schauen, dass ihr nicht groß über die Curbs heizt und mit dem Lenkrad könnt ihr eben da doch deutlich besser als mit einem Pad um die Kufen zirkeln. So, und jetzt will ich euch noch auf jeden Fall das besondere Feature am G29 zeigen. Das ist nämlich dieses, in der Mitte des Lenkrads, seht ihr rechts unten, seht ihr nämlich diese LEDs. Und diese LEDs geben an, wann ihr schalten müsst. Und das ist natürlich absolut geil gemacht. Einfach, Ihr hört das zum einen natürlich im Spiel, wann ihr hochschalten müsst. Ihr seht es auch im virtuellen Cockpit, aber ihr seht es eben auch hier direkt am echten Lenkrad, direkt vor euch, werden die LEDs eben von grün auf gelb und dann auf rot schalten. Und das bedeutet, dass ihr einfach hochschalten müsst. Sehr schön gemacht, nettes Feature. Ist jetzt vielleicht nicht super rennentscheidend, ganz ehrlich, das geht natürlich auch ohne. Ihr habt jetzt da keinen richtigen großen Vorteil, aber es ist einfach, es hat einfach ein Plus an Rennatmosphäre, den ihr damit bekommt. So, jetzt hier noch ein paar Kurven und dann ist die Runde der Nordschleife schon mal fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal ins nächste Spiel hinein. Und das nächste Spiel heißt Drive Club. Ja, Drive Club unterstützt das Lenkrad auch komplett. Inklusive LED und Force Feedback, eben alles, was dazugehört.
Grundsätzlich muss ich da Logitech sowieso loben. Das Lenkrad ist jetzt in allen hier getesteten Spielen komplett integriert, komplett kompatibel. Es ist im Menü direkt ansprechbar. Die LEDs funktionieren, das Force Feedback funktioniert, allgemein die Steuerung funktioniert und das ist absolut ein Lob wert. Ja, Drive Club fährt sich auch ganz klasse mit Lenkrad. Vor allen Dingen könnt ihr besser Überholmanöver starten und besser um die Kurven kommen und auch besser kontern. Das heißt, die Gegner in Drive Club schieben euch mal gerne von der Strecke und da könnt ihr besser gegenlenken, ohne dass ihr gleich von der Strecke fliegt, was eben mit dem Controller öfter passiert, als euch lieb ist. Und dann kommen wir schon zu F1 2015. Da habe ich das Kamerabild mal links unten installiert, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, was soll ich sagen? Es fährt sich auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Formel 1 Boliden, die steuern sich ja extrem schnell. Sie sind extrem flink und agil und haben extrem viel PS unter der Haube. Das heißt, ihr müsst relativ flott lenken und das muss stimmen, die Lenkmanöver. Und das ist mit dem Controller nicht ganz so gut möglich. Und hier ist das Lenkrad ein wirklicher Vorteil, definitiv. Ihr seht das ja, ihr könnt viel besser, ja, viel schöner um die Kurven gelangen. Allerdings muss ich sagen, F1 2015 hat von diesen dreien Spielen das schwächste Force Feedback. Das heißt, die Lenkkräfte sind am wenigsten. Die kann man zwar hochdrehen, aber ich finde, die sind nicht so gut ausgefeilt, wie sie sein könnten. Da ist Project Cars immer noch das beste Spiel. Also grundsätzlich, wenn ihr Rennspielliebhaber seid, dann braucht ihr Project Cars und eben so ein derartiges Lenkrad, beziehungsweise umgekehrt, wenn ihr so ein derartiges Lenkrad habt, dann ist quasi Project Cars ein Pflichttitel. Die anderen Spiele, jetzt Drive Club, da funktioniert das auch schön und F1 2015 ist es auch trotzdem gut gemacht und immer wieder eine Runde wert. Was bei diesem Spiel nicht funktioniert, ist das gezeigte der gezeigte rote Radkranz und diese Plus-Minus-Taste. Das funktioniert nämlich nur in Gran Turismo auf der PS3. Ich habe das Ganze außerdem noch auf PC probiert. Da könnt ihr, wenn ihr die neuesten Treiber installiert, beziehungsweise diese Logitech Gaming Software installiert und die neuesten Treiber damit könnt ihr auch diese Tasten ansprechen und da könnt ihr das ja konfigurieren, wie ihr wollt. Das ist ja typisch am PC. Aber grundsätzlich macht das Teil eine sehr, sehr gute Figur auf der PS4. Kurz noch gesagt, Preispunkt 400 €, das ist natürlich ein bisschen happig, aber da kriegt ihr zumindest sehr gute Qualität. Und jetzt fahre ich hier noch ein paar Kurven mit F1 und freue mich am sehr, sehr überragenden Fahrgefühl. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr es gerne abonnieren und auch könnt ihr gerne ein Gefällt mir da lassen und dann sieht man sich gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!